der Horrortrip meines Lebens. Tatsächlich hatte ich ihn und in diesem Video gehe ich drauf ein. Und es war so furchtbar, dass es genauso grandios war, wie furchtbar es war. Es war so intensiv, dass ich nach diesem Horrortrip aufgewacht bin und mir gedacht habe, wie geil war das denn? Und was für eine Erkenntnis ich daraus gewonnen habe, wirst du in diesem Video erfahren. Auf der einen Seite wirst du lernen, was ist das Böse? Wie funktioniert das Böse? Warum existiert das Böse? Warum hat jeder von uns in seiner Kindheit mal mit dem Bösen zu tun gehabt, wie zum Beispiel ein Video bekommen, was ein bisschen brutal war? Und warum haben wir in der Jugend oder manche auch heute noch Horrorfilme angesehen und so weiter? Warum existiert das überhaupt auf diesem Planeten? Das wurde mir in diesem Trip alles berichtet und demonstriert und vor allem, wie du es transzendierst und umwandelst in was Gutes. Ja? Also freu dich auf diesen Tripbericht. Das Ganze fing damit an, dass ich Besuch hatte von Freunden und wir haben uns wirklich tatsächlich darüber unterhalten, warum wir alle in der Jugend in so komische Videos hatten von irgendwelchen Freunden, die richtig brutal waren, wo man sich denkt, nee, das muss ich doch nicht sehen, ja. Oder warum wir manche von uns Horrorfilme angesehen haben oder warum solche Filme wie Saw oder so existieren, ja. Da haben wir uns wirklich die Frage gestellt, was ist das für ein Virus auf diesem Planeten, ja. Und keiner von uns kannte irgendwie so richtig die Antwort und ich bin dann eingeschlafen und war auf einmal in einer Astralreise. Und in dieser Astralreise hat es mich dann rüber geswitcht in eine andere Realität und war dann mit meinen Freunden in einer außerkörperlichen Erfahrung, jedoch in einer ganz speziellen Ambiente. Also wir waren in so einem großen Wohnzimmer und da war ein Fernseher und wir sind alle da gelegen und haben da so wie so ein Bettenlager gemacht und uns halt unterhalten, bevor wir einschlafen. Ne? Und dann kam auf einmal ein Mensch hinein, das war wahrscheinlich ein Geistführer, mit so einem weißen Kittel, mit so einem Umhang, also ziemlich, wo man sich denkt, der kommt aus in so eine Lichtwelt. Und der kommt zu uns und erzählt, dass er uns gleich was beibringen wird. Er kommt auf mich zu und sagt, Marco, du hast noch eine Frage. Stell sie mir bitte. Und ich so, ne, ich habe keine Frage. Und er, doch, du hast eine Frage, eine unbewusste Frage, die in dir schlummert. Und ich so, nee, ich habe keine Frage. Und dann hat er gesagt, doch, ihr habt doch gestern vorm Schlafengehen euch über das Thema das Böse unterhalten und du stellst dir die Frage, warum du und die anderen solche Videos bekommen habt und warum das Böse allgemein existiert. Und ich so, ja, stimmt, diese Frage habe ich tatsächlich, ja, da kam es mir erst wieder in den Sinn. Das war wirklich so eine Erinnerung an dem, dass ich dann wieder erweckt wurde, dass das volle Bewusstsein wieder da war. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, setz dich da hin und ich schalte dir den Fernseher ein und dann werde ich dir einen Film zeigen und dieser Film wird dir das beibringen und zeigen, warum und wieso und weshalb. Und ich so, ja, liebend gerne, setz mich hin, er drückt auf Play und auf einmal beginnt der Film. Doch das Faszinierende, und das ist das, was ich so an Astralreisen und Seelenreisen liebe, ist, du erlebst es nicht aus der menschlichen Perspektive, sondern aus einer viel höheren Technologieform. Und ich habe das erlebt aus der Perspektive im Film als der Hauptdarsteller, als die Nebendarsteller, als das Publikum und als der Zuseher gleichzeitig. Das heißt, ich durfte diesen Film interaktiv aus allen Perspektiven und Positionen der Rollen im Film und aus der Perspektive des Beobachters des Films wahrnehmen. Das heißt, ich durfte den Film sehr intensiv integrieren und verstehen auf allen Ebenen. Ja? Gut, dann ging es los. Und im Film war ich ein Nerd mit meinen Freunden. Wir waren so 5 Leute, wir waren richtige Nerds. Wir waren Programmierstudenten und waren wirklich die Loser. Wir wurden verprügelt, wir wurden ausgelacht, hatten keine eine Freundin, waren alle ein bisschen mollig unterwegs und so weiter. Ja. Und der Film war so intensiv, weil es eine unglaubliche Geschichte erzählt hat. Also nicht nur die Story über das Böse, sondern die ganze Geschichte von dieser Erfahrung ist wirklich für mich sehr, sehr beeindruckend gewesen, auch wie diese Geschichte durchdacht wurde. Ja, ich werde hier nicht die ganze Geschichte erzählen, das würde den Rahmen sprengen, denn die Erfahrung hat mehrere Stunden gedauert. Das kann ich in diesem Video nicht verpacken, deswegen werde ich es nur auf die Essenz komprimieren. Auf jeden Fall haben wir uns dann angefangen mit dieser Gruppe, dass wir halt Musik machen. Ich war Gitarrist und Sänger, mein Freund war Schlagzeuger, der andere hat noch irgendwas gemacht und wir waren so 5 Leute, die halt, jeder hat halt irgendwas anderes gemacht auf der Bühne. Und wir haben halt angefangen, einfach gemeinsam Musik zu machen und wir haben uns interessiert für das Thema so Metal-Musik, so Hard-Rock-Musik, so in Richtung Static X, ja.
das war so unser Favorite. Ich persönlich mag diese Musik überhaupt nicht. Ich stehe viel lieber so auf Blues, auf 80er, auf Dire Straits Musik, auf Jazz. Das ist eher so mein Musikstil. Aber in diesem Film liebten wir genau dieses Genre. Ja. Und haben dann angefangen, so Musik zu machen. Und wir haben dann wirklich gut Musik gemacht in der Richtung. Haben auch so kleine Auftritte gehabt, aber das war so kein Durchbruch. Und dann haben wir immer die Idee gehabt, dass wir uns verkleiden, dass wir richtig mit Masken arbeiten, dass wir uns richtig eine Positionierung geben, dass wir unserer Band einen Namen geben. Und zwar der Name unserer Band war Devils, ja, die Teufel, irgendwie sowas, ja. Ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber irgendwas war mit Devil, ja. Und wir haben uns auch verkleidet wie die Toten, wie das Böse, wie der Teufel und so weiter. Und sind dann auf die Bühne gegangen und hatten dann einen komplett anderen Eindruck. Man merkte dann, dass die Auftritte immer intensiver wurden, die Musik wurde immer besser, immer mehr Zuschauer wurden. Und es gibt für jede, wenn du das letzte Video gesehen hast von mir, da rede ich über den Sinn des Lebens. Und es gibt im Jenseits Seelen und jede Seele hat ihre eigene und individuelle Prägung, ihre Vorlieben. Der eine liebt zum Beispiel diese Musik, der andere liebt das zu tun, der andere liebt lesen, der andere liebt meditieren und so weiter, der andere liebt es, ein Yogi zu sein, der andere liebt Yoga selbst. Und deswegen inkarnieren die Seelen und holen sich sozusagen andere, mit denen sie gern zusammenarbeiten. Ja. Und ganz faszinierend ist, dass es ja natürlich für diese Musikbranche natürlich auch Fans gibt im Jenseits und überall und dass die auf solche Musik stehen und solche Musik lieben. Und da Gott sagt, okay, wenn du diese Vorlieben hast, dann ist jetzt die Arbeit von Gott, dir diese Vorliebe zu erfüllen, dass du befriedigt wirst sozusagen. Und deswegen schickt Gott, die das tun, was du gern hörst, also die das spielen, was du gern hörst, zu dir und dass du das erlebst, dass du deinen Trieb nachgehen kannst, ja? Dass du deiner Vorliebe Erfüllung schenkst. Und so kannst du dir das vorstellen. Und wir haben in dem Fall halt einfach die Vorlieben von Menschen, die sich auf so eine Musik stehen, wirklich auf allerhöchstem Niveau befriedigt. Wir haben dann im Laufe der Jahre in diesem Film Hallen gefüllt, später haben wir ganze Stadien gefüllt mit 20.000 Leuten. Und diese Musik, die man im Jenseits hört, also so eine Musik, die dort gespielt wurde, kannst du auf diesem Planeten nicht finden. Hier ist es Kindergartenniveau im Vergleich zu dem, was im Jenseits als Musik abgeht. Dort sind die Texte anders, die Lieder, die Musik ist so intensiv, so toll gemacht, dass ich noch Gänsehaut kriege, obwohl das überhaupt nicht mein Musikstil ist. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo ist jetzt diese Horrorgeschichte des Ganzen? Die kommt gleich, keine Sorge. So, das Ganze ist dann natürlich weitergegangen, bis wir dann sozusagen an unseren großen Tag waren, an unserem größten Stadion, unser letztes Konzert. Tausende Leute, Riesenbühne, 20, 30 Leute im Backstage mit riesen Team dahinter, Lichtleute, und wir haben dann die richtige Show gemacht. Wir haben richtig uns als das Böse demonstriert, verkleidet, eine Show abgezogen mit Lichteffekten und wirklich intensiv High-End Metal, Hard-Rock Musik abgeliefert, was richtig krass war. Also wirklich krass. Und als wir dann fertig waren, sind wir dann alle nach hinten gegangen und dann fing jetzt die Horror-Story an. Dann kam eine Spezial-VIP-Gruppe von unserem Publikum, die sozusagen ein VIP-Ticket, Backstage-Ticket gebucht haben für eine Privatveranstaltung. Und das war in so einem Hinterhofraum. Und in diesen Raum haben wir dann die Leute reingeschickt. Wir waren natürlich schon in diesem Raum und das waren so 20, 30 Leute, die wollten sozusagen dann das tiefste der Musik, dass man die Musik und das, was man dort erlebt und fühlt, das Böse in Kombination mit der Musik, die wollten das erleben auf höchstem Niveau. Und wir haben denen sozusagen das wirklich auch geboten. Wir haben die reingeschickt und jetzt kommt das Brutale, da sind Menschen auf der Decke gehängt, also die waren auf den Füßen aufgehängt, die sind dann dort gehängt und wir haben so Kunstblut genommen und haben das über die Leute gespritzt, dass man glaubt, dass die gerade hier verbluten. Und manche, die da gehängt sind, hatten so eine Pferdemaul
wie so eine Perücke, die da war. Und die sind dann sozusagen auf den Kopf gewesen und manche halt mit dem Pferd hinten und das war echt brutaler Anblick. Und dann haben wir ganz leicht, dass die Leute drin waren, das Licht ganz leicht aufgedreht, dass es ein bisschen heller wurde, dass die gesehen haben, was da jetzt abgeht, ja. Und dann haben die diese ganzen Menschenleichen da oben hängen gesehen, die waren natürlich lebendig und haben gezappelt. Und dahinter die Pferdemenschen. Und wir haben dann in dem Moment, wo sie ihren Schockmoment erlebt haben, als sie das gesehen haben, angefangen, ein Lied zu spielen, was wir extra für diese Szene komponiert haben. Und das war ein ultimatives Lied, was sozusagen wirklich das demonstriert in musikalischer Form. So, und als dann dieser Film zu Ende war, bin ich dann sozusagen dann wieder zurück, vollkommen in den Beobachter, in der astralen Ebene. War sehr intensiv und dann kam dieser Geistführer und fragte uns, und wie hat euch der Film gefallen? Und mein erster Kommentar war, ja, ich muss wirklich sagen, auf der einen Seite, ich mag ja so eine Musik nicht, ja, ich mag auch den Film an sich nicht, ja, aber ich liebe diese Story, ich liebe diese Geschichte, ich liebe die Musik, wie sie dort gespielt wurde. Vor allem liebe ich diese Essenz, die ich dort fühlen durfte, was gemacht wurde. Aber selbst würde ich den Film nicht empfehlen, weil ich nicht auf Horrorfilme stehe. Das habe ich gesagt. Und die Essenz von diesem Film war es tatsächlich, dass das, was du tust, wenn du es aus allen Perspektiven erlebst, du erlebst es, du fühlst es, du wirst zu dem, du wirst das Böse. Du identifizierst dich immer mehr damit, du gehst auf die Bühne und wirst zu dem. Und je mehr du zu dem wirst, desto glaubwürdiger wirst du für die anderen und desto intensiver wird die Erfahrung für den anderen. Ja. Und das ist genau das, worum es dort in dem Film ging, was demonstriert wurde vom Nerd, den alle hassen, bis hin zu einem weltbekannten Künstler, der sozusagen eine Mega-Show abzieht, der zu dem wird, was er ist. Ja. Ja, und dann bin ich aufgewacht, also echt aufgewacht und das erste, was ich mir dachte, ist so, jetzt musste ich mich gut reinigen. Ja, habe dann angefangen zu meditieren, mal die Morning Meditation gehört, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Da ging es mir schon mal ein bisschen besser, mir ging es grundsätzlich eigentlich verdammt gut. Also ich war richtig chill, ich habe gestrahlt, ich habe eine richtige Freude gehabt. Ja. Nicht, weil es so ein Horrortrip war, sondern weil einfach diese Story so geil war und weil ich das interaktiv erleben durfte und weil ich eine Erkenntnis daraus noch gewonnen habe, warum das Ganze. Es geht eigentlich nur darum, dass du die anderen Menschen, die Sehnsucht nach etwas haben, dass du diese erfüllst, dass du sie befriedigst, ja, dass du ihre Erwartungen erfüllst und sogar noch übertriffst, ja. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht auf der Bühne, ja. Und deswegen gibt das dir so einen Kick und den anderen gibt es erst recht einen Kick, ja. Und natürlich wurde das in den Filmen richtig halt auf das Podest gestellt, wie man es auch so in Hollywood-Filmen ja auch kennt, ne. Auf jeden Fall habe ich dann diese Morning Meditation gehört und dachte mir so, und jetzt hol mir bitte in der Meditation danach den Jesus und Saint-Germain und die ganzen Geistführer, goldenes Ei und Schutz und keine Ahnung was, alles, was ich aufgebaut habe, damit ich sozusagen mich reinige von so einem Albtraum, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl es eigentlich ein cooler Albtraum war, muss ich auch sagen. Kam auf einmal eine Stimme, und zwar die Stimme vom Geistführer, aber in meinem Wachzustand in der Meditation und sagte, du kriegst keinen Schutz. Und ich so, bam, 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 bam. Was? Warum kriege ich keinen Schutz? Und er so, nein, du kriegst keinen Schutz, denn es gibt keinen Schutz. Und ich so, boah, ey, ich will mich jetzt schützen von dieser negativen Energie. Ich starte immer, wenn du meine Morning Rotation kennst, weißt du, warum es so wichtig ist, immer in die Freude zu gehen. Und er so, nein, das gibt's nicht. Du bist auf dich allein gestellt, viel Spaß. So, und jetzt bin ich da gesessen in der Meditation und dachte mir so, okay. Und dann ist es passiert. Ich spürte, wie eine Energie durch mein Kronenchakra kam, direkt wirklich wie Wasser in meine Zellen hineinging, meinen Körper überflutet hat mit einer hohen Schwingung, wie wenn ein Geist in dich dringt. Auf einmal war ich in einem anderen Bewusstseinszustand und dann hatte ich keine Kontrolle über meinen Körper. Und dieses Bewusstsein nimmt meine Hand, nimmt meinen Block und fängt zu schreiben an. Und hat etwas aufgeschrieben, was mir das Ganze erklärt hat und verständlich gemacht hat. Und das werde ich dir jetzt vorlesen. Ohne das Böse in dir, in deiner Vergangenheit, wärst du nicht stark genug. Du wärst kein Gott. Du bist es nicht.
du hast es nur erlebt. Es macht dich stärker. Du stehst nun drüber. Wie du über deine Triebe stehen kannst, so stehst du über das Böse. Ein Gott, der aus purer Liebe und Licht besteht, muss auch das Böse, den Horror, gemeistert und transzendiert haben. Er muss lernen, drüber zu stehen, es nicht an sich zu lassen. Trotzdem es zu erlauben, nicht davor wegzulaufen, denn Angst, Flucht und Furcht ist nicht göttlich, sondern erniedrigt dein Bewusstsein. Götter, die das Böse transzendiert haben, können ihren Schöpfungen, die sich in solche Bereiche wagen, nichts bieten, geschweige denn sie davor heilen. Je mehr Angst du vor etwas hast, desto leichter wirst du zu dem, was du nicht bist. Angst erzeugt und zieht das, was du nicht willst, in dein Gewahrsein. Somit geht es nicht darum, einen Schutz aufzubauen, denn damit sagst du auf unbewusster Ebene, dass du Angst hast und einen Schutz vor etwas brauchst, vor etwas, was du selbst bist, benötigst. Um das Böse in dir zu transzendieren, solltest du es in dir und somit deine Vergangenheit akzeptieren, annehmen und loslassen. Es ist nur eine Erfahrung, die dich ausmacht, die dich zu einem Gott macht, der alles integriert und gemeistert hat. Fange dann an, alles zu lieben. Dadurch heilst du wie Jesus und Gott, der du bist. Du lässt die Angst los, indem du sie annimmst, statt davor wegzulaufen, denn Druck erzeugt Gegendruck. Ich habe dann hier noch einen Satz dazu geschrieben, den ich als sehr wichtig erachte, und zwar: Nichts Unwirkliches existiert. Nichts Wirkliches kann jemals bedroht werden. Hierin liegt der Frieden Gottes. Ich wiederhole den Satz nochmal, denn er ist so, so wichtig. Nichts Unwirkliches existiert. Nichts Wirkliches kann jemals bedroht werden. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und dann hat er noch einen letzten Satz aufgeschrieben, dieses Bewusstsein, was mich da übernommen hat, und zwar: Werde dir gewahr. Doppelpunkt. Wer schützt sich vor wem? Und dann habe ich gespürt, wie dieses Bewusstsein meinen Körper verlassen hat. Und ich habe Gänsehaut bekommen, vor allem bei diesem Zitat: Wer schützt sich vor wem? Das ist so, wie wenn du als Kind etwas nimmst, etwas aufmalst und dann dich vor dem fürchtest, was du selbst gemalt hast. Und da gibt es nichts zu fürchten, denn das, was dir Angst bereitet, hast du selbst erschaffen. Und deswegen fürchte dich vor nichts, denn Angst ist das, was du selbst nicht bist. Und dann habe ich etwas aufgeschrieben, was diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, plus diese Texte, die ich dort jetzt dir vorgelesen habe, integriert habe und verstanden habe, habe ich dieses Zitat aufgeschrieben. Nicht wissend lenke ich mich selbst die ganze Zeit davon ab, mich zu erinnern, wer ich wirklich bin. Jetzt habe ich akzeptiert, dass meine Vergangenheit so war, wie sie war. Dadurch habe ich realisiert, dass ich nicht meine Vergangenheit bin. Und damit schließe ich dieses Video und zitiere, dass alles, was du erlebt hast, lass es los, lass es einfach stehen, denn du bist nicht deine Vergangenheit. Noch ganz kurz, ich persönlich sage, tu trotzdem etwas dafür, um dich zu schützen. Bau dir jeden Tag dein goldenes Ei auf oder was auch immer du tust, dass es dir einfach dein Ego Befriedigung gibt, dass du einfach weißt, du hast einen Schutz, dann ist es gut. Diese Texte sind natürlich sehr, sehr wertvoll, weil es auf so einer höheren Gewahrsinn geschrieben ist, was dich, wenn du bereit bist dafür, das auch annehmen kannst, und dann wirst du merken, okay, du brauchst keinen Schutz, denn vor was? Vor dir selbst. Aber nicht jeder ist so weit und deswegen mach trotzdem deine Schutzübungen. Es
Es wird dir auf jeden Fall helfen, dass du die irgendwann nicht mehr benötigst. Weil desto länger du dich in deinem Schutzfeld befindest, desto intensiver wirst du merken, dass es nichts gibt, wovor du dich schützen brauchst. Also in dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass mir ein Like da und schreib mir unbedingt einen Kommentar zu deiner Meinung zu diesem Tripbericht, was deine Erkenntnisse sind. Und ich freue mich irrsinnig, dich im nächsten Video wiederzusehen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.